So, hallo, hier ist Olli von Vitori. Vielen Dank nochmal für deine Bestellung, vielen Dank für unser Gespräch. Deine Bestellung war auf dem Weg zu dir, ist jetzt bei dir zu Hause eingetroffen und ja, du freust dich natürlich schon, dein Vitori-Paket auszupacken. Ich nehme dich ganz kurz mit und erkläre dir, was erwartet dich, wie funktioniert es und an wen kannst du dich wenden, wenn du am Ende noch Fragen hast. Dein Paket hat 4 Bestandteile. Zum einen findest du unser Vitori Benutzerhandbuch. Hier findest du alle möglichen Informationen zu deinen Therapieformen, zu deinen Einstellungsmöglichkeiten. Zum zweiten findest du den Testzylinder. Diesen brauchst du, um zu schauen, ob die Magnetfelder funktionieren. Und natürlich hast du unser Bedienelement. Mit dieser Steuerung kannst du deine Therapieformen wählen und kannst dein gewünschtes Programm ganz einfach einstellen. Ja, kommen wir nun dazu, wie schließt ihr eure Vitori Kristallmatte an. Bitte achtet darauf, dass ihr den Sicherheitsstecker vom Stromanschluss nehmt, sonst passt es natürlich nicht in die Steckdose und dann verbindet ihr den Controller mit der Vitori Kristallmatte. Hier darauf achten, dass ihr sie fest einsteckt und die beiden roten Striche signalisieren euch die Funktionsfähigkeit des Controllers. So, kommen wir nun zur Einstellung eurer Vitori Kristallmatte. Ihr nehmt euch euer Vitori Benutzerhandbuch und schlagt die Seite 9 auf. Dort ist unser Controller sehr detailliert erklärt, aber ich nehme euch natürlich ein Stück mit in die ersten Bedienungen des Controllers. Zum einen habt ihr natürlich den Power-Knopf. Damit aktiviert ihr eure Vitori Kristallmatte. Der zweite Knopf, der grüne, ist der IFR-Timer. Hiermit starten wir die Infrarot-Tiefenwärme. Und über das Rädchen oben rechts in der Ecke wählt ihr eure Wunschtemperatur. Hier könnt ihr, wie ihr schon wisst, zwischen 30 und 70 Grad wählen. Der dritte Knopf, der rote, sind die Biophotonen. Mit einmal drücken sind diese aktiviert. Ihr seht es auch durch das rote Licht. Und der blaue Knopf PEMF sind die pulsierenden Magnetfelder. Mit einmal drücken seid ihr im Programm P0 in unserem manuellen Programm und könnt über das Rädchen oben links eure Herzfrequenz je nach Wunsch wählen. Drückt ihr dann ein weiteres Mal drauf, seid ihr bei P1, P2, P3 und so weiter. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch im Benutzerhandbuch oder bekommt ihr natürlich auch von uns. Kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Testzylinder, den ich anfangs erwähnt hatte. Dieser ist zum Kontrollieren, ob eure Magnetfelder funktionieren. Die Magnetfelder sind aktiviert und mit diesem Testzylinder könnt ihr sehen, wo das Magnetfeld aktiv ist. Ihr spürt es oder ihr seht es durch ein Tanzen des Metalls in den Testzylinder.